Hi, heute geht es um das Fujinion 23mm f1.4 RLMWR. Nachdem ich mir ja schon vor einiger Zeit das 33mm f1.4 geholt habe und extrem begeistert bin, war ich lange am Überlegen, ob ich mir nicht auch noch das 23mm f1.4 gönne, zumal ich ja auch noch das 23mm f2 hatte. Der Haben-Wollen-Faktor war halt so da und dem bin ich natürlich auch mal wieder erlegen. Das 23mm entspricht einer Brennweite von 35mm im Kleinbildformat. Und das ist natürlich für mich eine Brennweite, mit der ich schon immer unterwegs war. Also nichts Neues und nichts Ungewohntes. Ähnlich wie das 33mm, was im Kleinbildformat einem 50mm Objektiv entspricht, gehört für mich das 23er ebenso zur Grundausstattung von Festbrennweiten und eignet sich somit auch für eine Vielzahl von Aufnahmen. Das 23er überzeugt in puncto Bildqualität und Schärfe ebenso wie das 33er. Bei der maximalen Offenblende von 1.4 ist das 23er auch in der Bildmitte schon richtig scharf, was natürlich zum Bildrand hin wieder etwas abnimmt. Wie bei jedem Objektiv kann durch Abblenden die Schärfe dann natürlich wieder gesteigert werden. Auch bei der Farbwiedergabe und der Bildqualität im Allgemeinen gibt es für mich absolut nichts zu meckern. Das 23er liefert einen sehr neutralen Look mit einer homogenen Farbwiedergabe. Mit dem neuen 40-Megapixel-Sensor der XH2 oder XT5 profitiert das 23er auch von der höheren Auflösung. Aber auch an älteren Fuji-Kameras mit weniger Megapixeln performt das Teil richtig gut. Durch den neuen Linearmotor fokussiert das 23er extrem schnell, leise und zuverlässig. Und im Vergleich zum 23er der F2-Serie ist es auch ein Ticken schneller. Ebenfalls sehr zuverlässig funktioniert auch der Continuous Autofocus. Insbesondere in den Motiverkennungsprogrammen macht der AFC hier wirklich einen guten Job, auch wenn Fuji immer noch nicht ganz auf dem Niveau von Sony oder Canon angelangt ist. Für meinen Bedarf aber schnell genug und völlig ausreichend. Wer im manuellen Modus unterwegs ist, wird sich über den gutgängigen Fokusring freuen. Wie auch beim 33er ist dieser nicht zu leicht und nicht zu schwergängig. Der optische Aufbau des 23ers besteht aus 15 Elementen in 10 Gruppen inklusive 2 asphärischen Linsen und 3 ED-Elementen. Die größte Blendenöffnung ist 1.4 und die kleinste Blendenöffnung ist 16. Damit hat man dann beim 23er 22 Blendenstufen zur Verfügung. Was mir ebenfalls besonders gut gefallen hat, ist die Naheinstellgrenze. Die liegt nämlich nur bei 19 cm. Mit der Offenblende von 1.4 hat man natürlich nicht nur bei schlechten Lichtverhältnissen Vorteile. Auch das Bokeh kann sich sehen lassen. Es ist cremig weich, unaufgeregt und gleichmäßig. Wenn das Objekt direkt an der Kamera klebt und der Hintergrund weit genug entfernt ist, kann man hier sehr schöne Aufnahmen erzielen. Bei Lowlight bzw. nachts habe ich das 23er jetzt nicht ganz so ausgiebig getestet. Die bisherigen Ergebnisse gefallen mir aber ganz gut und die Offenblende von 1.4 ist schon ein enormer Vorteil. Alle Aufnahmen wurden aus der Hand bzw. ohne Stativ gemacht. Wer gerne filmt, wird auch mit dem 23er im Videobereich zurechtkommen, wobei ich den Continuous Autofocus nur in Kombination mit den Motiverkennungsprogrammen einsetzen würde. Beim Single Autofocus oder auch im manuellen Fokusmodus gibt es überhaupt keine Probleme. Zumindest konnte ich bisher kein Focus Breathing oder ähnliches feststellen, was ja im manuellen Modus auch überhaupt nicht sein kann. Durch die Offenblende von 1.4 lassen sich aber auch im Videomodus tolle Aufnahmen erzielen. Bei sehr hellen Lichtverhältnissen und Offenblende 1.4 benötigt man aber unbedingt einen variablen ND-Filter.
Wie fast alle Objektive von Fuji ist auch das 23er f1.4 top verarbeitet. Man findet nur wenig Plastik daran und es macht einen sehr hochwertigen Eindruck, was man bei einem Preis von über 800 € auch erwarten kann. Das 23er f1.4 kommt mit einem Blendenring, der für den Automatikmodus auch eingerastet werden kann. Der Fokusring lässt sich ebenfalls sehr gut bedienen, er ist nicht zu leicht oder zu schwergängig. In dieser Preisklasse ist das Objektiv natürlich auch staub- und spritzwassergeschützt. Im Vergleich zum 23er der f2-Serie ist das 1.4er aber mehr als doppelt so schwer. Mit satten 380 Gramm zuzüglich Kamera kommt man dann in eine andere Gewichtsklasse. Wie man im Video sieht, ist es natürlich auch von den Abmessungen her ein ganz anderes Kaliber als das 23er der f2-Serie. Was mir mal wieder überhaupt nicht gefallen hat, war die Sonnenblende. Diese wurde mal wieder in die Verpackung verbannt und ich habe mir eine Haarauge zugelegt. Gefällt mir einfach besser und ich benötige keinen Filter, um das Objektiv zu schützen. Im Lieferumfang des 23ers befinden sich wie immer die Objektivdeckel, eine Sonnenblende sowie ein Einschlagtuch. Kommen wir jetzt noch zu der Frage, die viele von euch wahrscheinlich am meisten beschäftigt. 23 mm f2 oder 23 mm f1.4? Diese Frage kann und werde ich euch nicht beantworten. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Und hierzu empfehle ich natürlich, das Ganze im Voraus zu testen. Ich persönlich bereue die Anschaffung nicht und bin sehr zufrieden. Aufgrund seiner Kompaktheit und Leichtigkeit werde ich das 23er der F2-Serie aber ebenfalls behalten. Das 1.4er wird also die F2-Version bei mir nicht ersetzen. Beide haben für mich ihre Anwendungsbereiche. Wie immer gibt es natürlich auch noch andere Alternativen. Zum einen ist sicherlich immer noch die alte Version des 1.4er verfügbar und zum anderen gibt es natürlich auch noch von Drittanbietern Objektive. Mit Sicherheit dann auch wieder günstiger, aber auch ohne Wetterschutz. Meine Empfehlung lautet daher wie immer erstmal zu testen. Damit habe ich für heute mal wieder fertig. Bei Fragen oder Anmerkungen schreibt mir wie immer gern in die Kommentare. Weitere Fuji-Videos findet ihr auf meinem Kanal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.